Hey, what's the idea of spoiling the game? I was for onesies. Well, here's twosies. Whoa, whoa. Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zu einem kleinen Interview heute auf meinem Kanal. Es geht um Geld und Macht. Es geht um Patrizia 2 und ich habe mir heute einen Interviewpartner geholt, nämlich den damaligen Entwickler, den Daniel Dumont. Hallo Daniel, grüß dich. Hallo Andreas. Ja, hat mich sehr gefreut, dass wir es also irgendwie einrichten konnten, uns mal zu treffen. Das letzte Treffen ist, glaube ich, schon gefühlt 10 Jahre her. Das war noch auf einem Patrizia-Treffen, die es damals noch gab. Und ja, ich bin nach wie vor immer noch sehr begeistert von Patrizia 2. Hatte ja jetzt hier mit einem guten Freund von mir, mit dem Sascha, auf meinem Kanal eine Multiplayer-Partie angefangen, die mittlerweile auch schon etwas fortgeschritten ist, und da kommen auf meinem Kanal immer wieder mal einige Videos dazu. Ich wollte jetzt einfach mal die Chance wahrnehmen und dich jetzt vielleicht noch mal so ein paar Sachen fragen, die mir ja immer mal so im Hinterkopf waren, wo ich dachte, ach, das wäre vielleicht noch mal ganz interessant, das mal zu wissen. Und ja, wir werden vielleicht einfach mal dein Wissen überprüfen, ob da noch viel vorhanden ist. Das Spiel ist ja schon einige Jahre alt. Was heißt einige Jahre? Ist ja schon über 20 Jahre alt. Über 20. Und ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal. Und so das Erste, was mich mal vielleicht interessieren würde, das wäre Patrizia 2, das erste Spiel für dich, wo du sozusagen als leitender Entwickler tätig warst. Damals noch bei Ascaron, die es ja heute leider nicht mehr gibt. Aber ja, wie war das damals? War das deine Idee, einen Nachfolger von Patrizia zu machen? Oder kam da jemand von Ascaron auf dich zu und sagte, du, Daniel, hör mal zu, wir haben jetzt hier neues Projekt am Start. Möchtest du dich damit auseinandersetzen? Ja, Kannst du dich da noch erinnern, wie das war? Ja, das weiß ich sogar alles noch ganz genau. Also als ich zu Ascaron kam, war da ein Team, das praktisch dabei war, ein Spiel fertigzustellen. Das war dieses GP 500, so ein Motorradrennen, also so eine Rennsimulation. Und ja, das war sozusagen das erste Projekt, an dem ich mitgearbeitet habe und habe das sozusagen mit dem Team halt dann fertig gemacht. Und dann war natürlich das Team da, hatte das Team halt dann nichts mehr zu tun. Und wir waren am Überlegen, was wir als nächstes machen. Und in dieser Phase, in der wir überlegt haben, ich weiß nicht, wie lange das ging, Tage oder Wochen, das weiß ich jetzt nicht mehr, kam dann die Idee, im Forum reden alle von Patrizia, wieso machen wir davon nicht einen zweiten Teil? Und da ich selber auch Fan von so diesen damals typisch deutschen Wirtschaftssimulationen halt war, und fand ich das erstmal auf jeden Fall sehr interessant. Ich hatte sogar Patrizia 1 auch schon gespielt gehabt, auch schon viel. Und hatte dann aber halt relativ schnell die Idee, das dann als Echtzeit zu machen und das so richtig zu simulieren. Und habe dann halt eben gefragt, ob das okay wäre. Denn das alte Patrizia war ja ganz anders aufgebaut gewesen. Und dann hieß es, ja, warum nicht? Lass uns das so versuchen. Und dann fing das halt so an. Und weil aufgrund dieses starken Simulationsaspektes war das klar, das konnte man jetzt nicht einfach durch Ausprobieren oder sowas machen. Und da musste halt dann eben ein Konzept her. Wie soll die Simulation denn halt ablaufen? Und das
Das haben wir ewig überlegt, wie wir das machen, wie wir das aufschreiben. Ich damals noch mit dem leitenden Programmierer, der Bernd Ludewig, der beim ersten Teil ja auch schon mitgearbeitet hat. Wir haben uns zusammen überlegt, wie man das dann aufschreiben kann und konzipieren kann. Und irgendwann hatten wir dann die Lösung und dann fing er halt eben an zu programmieren und ich habe dann halt eben das Konzept dazu geschrieben. Mhm. Und deshalb war das halt wirklich mein erstes eigenes Spiel, weil das Spiel bestand natürlich nicht nur aus dieser Simulation, sondern da war ja noch viel mehr drin und das musste ja alles konzipiert werden. Und das war halt meine Aufgabe. Und als das Spiel dann rauskam, weiß ich noch, war das halt ein Riesenerfolg, auch in der Presse, in der Fachpresse, weil das eben aufgrund dieser Simulation halt so einzigartig war und sich halt so echt anfühlte. Und darum, ja, und dann war das halt ein Riesenerfolg und das hat sozusagen dann den Grundstein für das Team halt gelegt, mit dem ich heute immer noch zusammenarbeite. Ja, stimmt. Ja, ich hatte mich ja mit dem Kai schon mehrmals unterhalten. Das waren immer nette und Bernd ist auch noch dabei. Ja, genau. Also für mich ist ja P2 bis heute eines der besten, ausgewogensten und ausbalanciertsten Wirtschaftssimulationen. Also auch heute noch. Und ja, fällt dir vielleicht noch was ein, was du damals hättest irgendwie anders oder besser machen können oder wollen? Also zum Beispiel, dass man dem Spieler noch ein paar mehr Möglichkeiten an die Hand gibt, beispielsweise also sich selbst ein bisschen auszuleben, indem man ihm irgendwie ein Haus an die Hand gibt, das er vielleicht ausbauen kann oder solche Dinge oder mit mehr Möglichkeiten als Eldermann vielleicht noch. Also ist ja so, wir haben ja erst Patrizia 2 gemacht und als das Spiel rauskam, war es ziemlich verbuggt. Das war auch tatsächlich zu der Zeit bei Ascaron durchaus üblich. Obwohl wir am Ende geknüppelt hatten ohne Ende. Und dann hatte ich das heißt, wir hätten gar nicht mehr machen können. Aber dann haben wir ja das Add-on gemacht. Also erstmal haben wir es durch das Spiel gepatcht, was war auch damals so üblich. Und dann haben wir das Add-on gemacht. Und bei dem Add-on haben wir ja schon viele Sachen gemacht, die sich die Community gewünscht hat und Sachen, die wir uns auch noch so überlegt hatten, was dann noch in das Spiel halt reinkommen könnte. Ne? Da waren ja so Elternmann-Möglichkeiten und so. Ja. Jetzt ist es aber so, ich bin nie so ein Fan davon, bei einem Spiel, das irgendwie dann, weiß ich nicht, gut ankommt, dann noch mehr das Spiel noch größer zu machen und noch tiefer und noch mehr Sachen reinzubringen. Denn man macht ja ein Spiel nicht immer nur für die Leute, die es halt durch und durch halt kennen und so und aus dem FF kennen und schon ewig rauf und runter gespielt hat, sondern man macht es ja irgendwie auch für alle. Und das ist halt auch schwierig, ein Spiel, das immer komplexer wird, halt dann auch an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Denn die müssen da ja auch erst reinkommen und so, ne? Und das ist dann halt immer so eine Sache. Und darum war das für uns nie so die Idee, dass das Spiel so extrem hardcoreig wird. Und wir hatten halt so, für meinen Geschmack war das Spiel so, dass man es in der damaligen Zeit halt, heute könnte man das Spiel nicht mehr so rausbringen, aber damals war es halt so, da war das durchaus noch eine normale, sage ich mal, Wirtschaftssimulation und war noch relativ zugänglich. Und das wäre halt nur noch schlimmer geworden, also das wäre nur noch unzugänglicher geworden. Ich meine, es war schon krasser und nerdiger als Anno, das etwa zur selben Zeit rauskam wie Patrizia 2 zum Beispiel, kam das erste Anno raus. Und da hat man halt gebaut und so, aber es gab halt nicht so eine, man konnte nicht auf die Fresse fliegen halt, ne? Und das war bei Patrizia halt möglich, ne? Dass man einfach nicht verkalkulieren konnte und dann war das Geld halt weg. Und das ist halt eben vielen Leuten auch passiert und so. Und dann, die schmeißen das dann halt hin und finden das Spiel dann halt eben auch nicht gut. Tatsächlich. Also war es eigentlich so ein Komplexitätsthema dann, also dass das man war halt so ein sagt, Komplexitätsthema, dass es nicht noch man macht halt immer noch mehr dazu, das kann man natürlich ewig so weitertreiben. Okay. Hätte man natürlich noch machen können. Also zum Beispiel, dass man konnte ja sogar schon, glaube ich, überlegen, wo man die Waffen an Bord anbringt, ne? Das ist ja richtig. Welche Kanone man wohin bringt. Das war ja eigentlich auch schon ziemlich krass. Also so ein paar Sachen hatten wir ja. Und tatsächlich, ich würde es heute
Wenn wir heute noch mal einen Patrizia machen würden, dann würde ich eigentlich nur noch in diese Richtung gehen. Dann würde ich sagen, dann machen wir es richtig, sage ich mal, hardcore oder nerdig und machen es wirklich für die Leute, die genau das eben wollen. Denn es gibt ja genug andere Spiele und wir müssen uns ja auch unsere Nische suchen. Und ich glaube, diese Wirtschaftssimulation und dieses Handelssystem mit dieser Tiefe, die es hat, das ist schon zu viel für eine normale Klientel, sage ich jetzt mal. Und die so ein Spiel spielen, die wollen halt sowieso mehr. Und deshalb würde ich das heute eben anders sehen und dann heute dann wirklich, wo es geht, also dass man wirklich die Kanonen auch selber setzen kann, dass man sich ein Haus bauen kann, dass man halt seine Dynastie hat und solche Sachen. Das müsste man dann, glaube ich, alles reinmachen, wenn man mit einem Patrizia heute nochmal Erfolg haben wollte. Okay. Ich hatte mir damals immer so ein bisschen mehr Interaktion mit der KI gewünscht. Und heute ist ja KI das Thema schlechthin. Und war das damals überhaupt irgendwie schon ein Thema? Also KI oder wie konnte man sich das vorstellen? Hat man in dem Bereich viel schon gemacht oder war das irgendwie auch so ein zeitliches Ding, wo man dann sagte, nee, lass uns lieber mal irgendwie erst alles rund machen und KI ist irgendwie nur so ein Nebenprodukt, das dann irgendwie auch anfällt? Man muss ja so gucken. Also wenn man jetzt KI sagt, dann meint man heute ja selbstlernende KI. Das war natürlich vor 20 Jahren noch kein Thema. Hieß es ja immer die KI in Spielen. Das ist ja das sozusagen, was im Hintergrund halt läuft oder die Gegner, die man hat. Die KI war in Patrizia tatsächlich ziemlich gut. Denn die sorgte ja dafür, dass die Schiffe richtig fahren. Und dass die KI, die im Hintergrund die Welt simuliert hat, die hat ja super funktioniert. Das heißt, wenn man weggegangen ist und wiederkam, dann war die Welt ja immer noch da. Und die KI hat es auch geschafft, wenn der Spieler die Welt auf 1 Million Einwohner gebracht hat, von 30.000 oder 60.000 ging es, glaube ich, los, dann hat die KI dafür, auch wenn der Spieler sich nicht um alle Städte gekümmert hat, hat die KI ja trotzdem dafür gesorgt, dass es der ganzen Hanse halt gut geht. Ne? Also die hat ja diese ganzen kleinen Händler simuliert und die haben ja dann die Waren gehandelt. Und trotz der langen Wege und trotz der enormen Dynamik, die da drin war, kam die damit ja sehr gut klar. Also von daher, das war so diese KI, die sozusagen die Welt simulierte. Was du aber wahrscheinlich meinst, ist die KI, die sich halt mit dem Spieler anlegt halt, ne? Die zum Beispiel selber die selber zum Beispiel auf dem Weg zur Hanse ist oder so. Das haben wir tatsächlich damals nicht gemacht. Wir sind nicht auf die Idee gekommen zu sagen, der Spieler kriegt einen Gegenspieler und der das Gleiche machen kann wie der Spieler. Das war auch eine ganz andere Art. Also das hätten wir da einbauen können. Zum damaligen Zeitpunkt hätte ich jetzt aber, glaube ich, nicht gewusst, wie. Heute ist das kein Problem. Wir machen heute viel schlimmere Sachen. Heutzutage, wie gesagt, können wir das. Das ist so die Art, diese Art der Konzeption halt, das hätte ich jetzt eigentlich mit Patrizia kein Problem. Das wäre relativ einfach zu machen, dass die KI im Prinzip das Gleiche kann wie der Spieler und dann für den Spieler, und dass man zum Beispiel sagt, man hat vier Händler und jeder von denen versucht, Eldermann zu werden. Und man kann es so richtig behaken. Okay. Ich glaube, wir hatten ja, war das nicht mal so, dass wir wenigstens so Figuren hatten, die so vom Namen her auftraten, aber die nicht wirklich Konkurrenten waren? Ja, genau, ja. Also es gab in jeder Stadt, gab es eigentlich immer einen Gegenspieler, also mindestens 1 oder 2, der am Anfang halt immer die Stimmen der Stadt bekommen hat und man musste sich dann quasi immer so hocharbeiten, damit man dann eben an denjenigen herankam. Also so eine gewisse Art der KI war es dann doch schon. Aber genau, der wurde halt kein, sage ich mal, internationaler Händler, der hat nicht in anderen Städten gebaut. Das kann schon sein, dass wir das damals aus Zeitgründen nicht gemacht haben oder weil wir einfach gedacht haben, das ist zu kompliziert. Aber das wäre tatsächlich möglich, sowas zu machen. Und dann würde das Spiel natürlich auch als Einzelspieler ein bisschen mehr Spaß machen, weil man halt so einen Gegenspieler hat. Allerdings, man darf sich davon auch nicht zu viel versprechen, denn bei allen Spielen, wo man halt dann so gegen die KI kämpft, ist es ja immer so, entweder man besiegt die KI, wenn man es raus hat, jedes Mal ziemlich leicht. Das heißt, die KI ist das erste Mal oder bis man halt geschnallt hat, wie die agiert, ist das halt so ein Problem. Das sieht man ja bei Civilization, Master of Orion oder so, ne? Und oder die KI schummelt halt.
dass die halt Sachen macht, die sie eigentlich nicht könnte. Das passiert zum Beispiel bei Age of Empires. Da ist die KI unglaublich schnell und macht halt Sachen, geht halt einfach überhaupt nicht. Ja. Und das ist dann ja auch nicht so, das ist dann mehr so zum Üben halt. Aber eine KI, dass man dann wirklich, also ein Mitspieler, dass man dann wirklich denkt. Aber gut, wir wissen es ja von anderen Spielen, in denen wir das gemacht haben, wissen wir ja, dass es ja trotzdem Spaß macht, weil auch wenn dieser KI-Gegenspieler nicht so stark ist wie der Spieler, stellt er doch eine gewisse, sag ich mal, Reibungsfläche dar. Ne? Man sieht dann halt immer wieder, dass er sich, dass man ein bisschen Schwierigkeiten macht oder dass er eine Schwierigkeit macht oder dass die KI einem einen Strich durch die Rechnung macht, ne? Weil sie zum Beispiel Bauplätze einnimmt oder sowas oder weil sie für die Produktion in einer Stadt sorgt, die ich eigentlich übernehmen wollte und so. Ne? Ja. Aber das wäre auf jeden Fall ein größerer Block gewesen und das hätten wir auch nicht damals, keine Ahnung, in einem halben Jahr oder in 7, 8 Monaten halt einfach nachliefern können. Okay. P2 lebt in meinen Augen ja nicht nur von dem hervorragenden Wirtschaftssystem. Für mich war es vor allem immer die atmosphärische Dichte im Spiel. Also die Zeit der Hanse wurde halt sehr gut eingefangen und auch der Detailgrad war damals sehr hoch. Also wenn man sich beispielsweise die Welt einmal nur so anschaut, man in die Städte geht, die Betriebe sich anschaut, wie die da alle rumwerkeln, was da alles passiert. Die Animationen waren also sehr stimmig. War das damals etwas, wo ihr viel Zeit drauf verwendet habt? War das damals noch wichtiger als heute? Also ich vermisse das heute in manchen Spielen, vermisse ich das halt, dass man sich auch ein bisschen mit der Welt beschäftigt und auch ein bisschen mehr Details zeigt. Also war das Thema in der Entwicklungsphase, dass man also hier gezielt mehr macht? Ja, also oder meinst du jetzt die Leute, die in der Stadt rumlaufen oder zum Beispiel bei den Seeschlachten die Bewegung der Schiffe oder so? Also für mich beides. Also wenn ich jetzt beispielsweise in der Stadt mir die Betriebe anschaue, dann sehe ich ja, okay, da steht jetzt ein Schafzüchter und der steht da mit seinem Stab und die Schäfchen bewegen sich. Oder wenn ich in einem anderen Betrieb bin, der hämmert dann auf den Amboss ein und solche Sachen. Das ist ja im Prinzip, früher hat man meines Erachtens mehr darauf geachtet, dass man halt diese Themen mehr beackert. Heute ist das gefühlt anders. Da geht es halt um andere Dinge und nicht so sehr um diese atmosphärischen Dinge. Ja, also wenn ich jetzt heute einen City-Builder oder so mir anschaue, sagen wir mal Siedler, Anno, also wenn da so Betriebe sind, dann sind die schon auch auf die gleiche Weise halt animiert. Also wenn man in so einem Aufbauspiel eine Schmiede hat oder sowas, dann wird die animiert, das macht man halt einfach so. Es gibt halt eher so andere Spiele, wäre das dann wie, sagen wir mal jetzt vielleicht bei so einem richtigen City-Builder oder sowas, wo man dann vielleicht nicht mehr so ins Detail reingeht und vielleicht dann nicht mehr die Betriebe dann so baut, dass man nicht mehr reingucken kann oder so, ne? Aber eigentlich bei so einem Spiel, das so ländlichere Sachen zeigt, so Bauernhofsstimmung oder so, würde ich mal sagen, ist das eigentlich nach wie vor heutzutage so. Damals war das tatsächlich so, das betraf nicht die Entwicklungszeit, denn das wurde parallel gemacht. Ne? Das Krasse war ja die Logik. Wir hatten die Kampflogik, wir hatten diese Handelslogik, wir hatten das Interface und wir hatten die grafische Darstellung. Und das lief sozusagen alles parallel und das waren auch unterschiedliche Leute. Und im Bereich der Grafik hatten wir eben 2 Talentierte. Also einer hat sich das der war sehr penibel, was die Programmierung anging. Und dass es halt gut aussah. Und das war ja auch Pixelgrafik, ja. Also es war schon gerendert alles, aber man musste, die Auflösung war halt so gering, dass es ganz wichtig war, wie genau bei einer Schräge zum Beispiel die Pixel verliefen, damit die Sachen aneinander gebaut werden konnten und so. Und der Aufwand war da halt dann einfach nicht so hoch. Da hat man halt in der Schmiede halt einen hingesetzt, der hat halt gehämmert und dann saß da halt der Grafiker einen Tag dran. Ne? Heute wird man, wenn man so eine Schmiede macht, wahrscheinlich 30 Tage brauchen, ne? Um die Schmiede und die Animation zu machen, wenn das überhaupt ausreicht. Und das war schon einfacher, dass es in irgendeine knuddelige Figur halt war. Und da hat man nicht erkannt, dass das jetzt irgendwie eine hölzerne Animation war oder so. Ne? Und dann konnte man halt eben schon sich bei jedem Betrieb halt irgendwas überlegen.
Heute, wenn wir heute sowas machen, dann überlegen wir, haben wir einen Betrieb, dann überlegen wir, dann sind da 5 oder 10 Leute und man kann so nah ranzoomen, dass die so groß sind wie ein Viertel Bildschirm. Und da müssen halt, das sind unglaubliche Aufwände, die dann bestehen. Und damals haben das halt 2 Leute gemacht, während der Entwicklung halt, ne? Während die Logik halt gemacht wurde, haben die halt dann die Grafik gemacht. Und das hat halt gereicht, um halt so liebevoll das zu machen. Es war aber schon Absicht. Okay, sehr gut. Also mich würde nochmal interessieren, wie lange es dauert, bis man so ein komplexes Wirtschaftssystem zum Laufen bekommt. Also man hat ja in dem Fall jetzt hier Patrizia 1, Patrizia 2, den direkten Vergleich. Im Patrizia 1 war das Wirtschaftssystem ja eher noch so ein bisschen rudimentär gehalten. Aber im Hintergrund sind da auch einige interessante Dinge abgelaufen, also die ich bis heute noch nicht ganz durchschaut habe. In P2 erschien es mir am Anfang auch eher ja, banal, ist vielleicht das falsche Wort. Aber für mich war es am Anfang irgendwie so ein bisschen banal, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Erst im späteren Verlauf, also von vielen 100 Spielstunden, hat sich dann für mich halt auch rausgestellt, ja, das ist ja viel, viel tiefer. Also wie kann man sich das ungefähr vorstellen, damals, zur damaligen Zeit, so ein System irgendwie auf die Reihe zu kriegen? Sicherlich. Also stell dir mal so ein bisschen vor, stell dir mal vor ein Schachspiel. Das ist total einfach. Das sind total wenig Regeln. Aber es gibt halt viele Möglichkeiten und wenn dann Gegenüber dann noch da ist und so, man spielt dann halt drauf los, dann entstehen halt total viele Situationen, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. Und weil Patrizia simuliert ist und die Simulation heißt, die Idee der Simulation ist eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, das Besondere, die dem Spiel diese Tiefe verleiht. Das war ja, was ich am Anfang meinte, deswegen hatten wir ja auch so gute Wertungen und so. Und deshalb war das zu der Zeit sehr erstaunlich. Wir haben auch für das Interface die ganze Darstellung und so, ne? Und die Sachen, die der User mit denen interagieren kann, haben wir auch viel Zeit für verbracht. Aber die Spielmechanik im Hintergrund, diese Simulation, das war das Neue an dem Prinzip. Und man muss sich das so vorstellen. Tatsächlich war das in der Umsetzung nicht so schwierig. Das Balancing davon, das im Vorfeld passierte, also die Konzeption und das Ausbalancieren dieser Mechanik, das war eigentlich der Witz dran. Aber im Prinzip war das schon fast mit der Konzeption erledigt. Wobei, weil das ja unser erstes Spiel war, wir natürlich auch viele Fehler gemacht haben bei der Konzeption. Man überlegt sich halt an Sachen, und dann funktioniert das halt nachher nicht. Zum Beispiel, das System bricht zusammen. Die Produktion geht runter in einer Stadt, dadurch kriegt eine andere Stadt weniger Waren, dann geht die Produktion da auch runter und dann verbreitet sich das so wie so ein Lauffeuer, wie so ein Schmetterlingsflügelschlag und plötzlich geht das ganze System runter und der Spieler hat keinen Spaß mehr, weil es von 90.000 auf 20.000 Einwohner runtergegangen ist. Ne? Und die Mengen, die er jetzt transportiert, sind lächerlich und machen halt keinen Spaß. Und da haben wir immer umprobiert, woher kam denn zum Beispiel diese Wellenbewegung in der Einwohnerzahl? Das mussten wir halt auch verstehen. Zum Beispiel sieht man daran auch, dass das Wirtschaftswachstum wichtig ist. Mit 0% funktioniert das System nicht. Wir mussten immer dafür sorgen, dass das System leicht wächst, weil dadurch dann war es wesentlich unwahrscheinlicher, dass es irgendwo eingekracht ist an einer Stelle und sich das dann ausgebreitet hat und so. Mit Patrizia 1 so hatte das nichts zu tun. Die Sache, weil bei Patrizia 1 hatte eine Stadt mit einer anderen jetzt so direkt nichts zu tun. Bei Patrizia 2 war es ja wirklich so, eine Ware wurde von einem Bürger produziert, dann musste diese Ware transportiert werden und konnte dann zu einem anderen Bürger gebracht werden und der hat sie dann gegessen. Und oder verbraucht halt. Und ein Bürger, der was produziert hat, hat auch was verbraucht. Und wenn jemand nichts verbrauchen konnte und unglücklich wurde, dann hat er die Stadt verlassen. Dann hat also die Produktion auch aufgehört. Ne? Und das ist und das Gleiche ist mit Waren. Ein Betrieb muss zum Beispiel mit Salz macht er halt mit Salz und Fischen, ne, macht er halt diesen Stockfisch. Und wenn das Salz nicht da ist, dann kann er den Stockfisch nicht produzieren und dann geht der Betrieb den Bach runter.
Und dann verlieren die Leute ihren Job und verlassen auch wiederum die Stadt. Das heißt, jede Sache, immer wenn irgendwas passiert ist, immer wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann hatte das einen Einfluss auf die Produktion. Und eine andere Sache, die eine Rolle spielte, wenn man eine Ware verkauft hat und man hat sie immer wieder verkauft in der gleichen Stadt, dann ist natürlich der Preis gesunken und dann hat man keinen Gewinn mehr gemacht. Und die Händler, die im Hintergrund arbeiten, die hören dann eben auf, solche Waren zu handeln, weil sie ja wissen, sie machen ja keinen Gewinn. Und der Spieler selber würde natürlich dann auch damit aufhören. Und wenn er keinen Gewinn macht, dann muss er seine Produktion reduzieren und dadurch verliert er auch wieder Arbeitsplätze. Also diese ganzen Sachen, diese ganzen Kreise, die da halt stattgefunden haben, die haben halt immer eine Auswirkung gemacht. Und wenn du was übertrieben hast, dann hast du das halt eben zurückbekommen. Und wenn du was vernachlässigt hast, gab es halt auch wieder auf den Deckel. Und es gibt keinen Punkt, der ein Gleichgewicht ist, sondern es war immer so, wenn du sagst, okay, ich habe zu wenig Holzproduktion, dann erhöhst du die Holzproduktion, dann hast du ja mehr Arbeiter und die haben wieder Familien und die verbrauchen jetzt zum Beispiel mehr Weizen und mehr Kleidung und andere Sachen. Und dann hast du jetzt zwar die Holzproduktion auf Vordermann gebracht, aber jetzt fehlen dir eben die anderen Waren. Und so geht das immer weiter. Und so hast du immer diesen ständigen Wachstum und hast nie die Situation, dass alles perfekt ist. Und kannst immer wieder rumschrauben, immer wieder weitermachen und so. Und die Ereignisse sorgen halt dafür, dass es dann auch mal knallen kann. Ne? Wenn du halt 100% einer Ware brauchst und es kommen aber du produzierst nur noch 90% aus irgendeinem Grund, weil es jetzt in einer Stadt, du hast dich darauf verlassen, dass, keine Ahnung, aus Aalborg halt Fleisch kommt oder aus Lübeck Salz und jetzt passiert aber irgendwas und jetzt bricht die Produktion etwas ein, so dass es eben nicht mehr für alle Verbraucher reicht, dann kann das halt eine riesige Katastrophe halt bewirken, wenn das System halt entsprechend groß ist und so weiter. Das ist das sind so diese Simulationen, die da im Hintergrund halt laufen, die sorgen halt dafür, dass es halt immer interessant bleibt und dass es halt nie einen Status gibt, eine Situation gibt, wo man sagt, jetzt kann ich mich zurücklehnen, sondern man findet immer irgendwas, wo man noch weitermachen kann. Also hier könnte ich doch noch ein bisschen mehr Eisen produzieren, hier kann ich doch noch ein bisschen mehr Salz produzieren und so. Es gibt immer irgendwas. Und man kann nie das Gleiche immer wiederholen, sondern man muss immer was Neues machen. Und das macht halt irgendwie, das macht halt irgendwie total Spaß. Aber das ist nicht das haben wir ja eigentlich so ja gar nicht konzipiert, sondern was unser Ziel war halt so eine echte Simulation halt zu machen. Weil wir dann gesagt haben, der Rest ergibt sich dann halt von ganz alleine. Ja, ja. Ja, stimmt. Also deshalb macht es auch heute noch Spaß. Es funktioniert halt immer noch. Also das Prinzip ist ja das gleiche oder es ist ja beliebig anwendbar, solange das System dahinter funktioniert, kann man das ja für viele Dinge auch benutzen. Und wie gesagt, es funktioniert heute noch und macht auch heute noch Spaß. Ja. Also Patrizia 2 ist ja, wir hatten es ja ganz am Anfang, ist ja jetzt doch schon in die Jahre gekommen, also mehr als 20 Jahre. Und in seiner Hochzeit haben es also sehr viele Leute gespielt und haben also sehr viel Spaß dabei gehabt und waren auch sehr tief im Spiel quasi drin. Ich erinnere jetzt hier mal wir hatten es ganz am Anfang, an das Patrizia-Forum, an die Leute, die dann damals auch diese Patrizia-Treffen mit initiiert hatten. Du warst ja auch dabei, ich war auch dabei. Hat also auch sehr viel Spaß gemacht. Gibt es jetzt leider nicht mehr. Gut, verständlich. Das Spiel, wie gesagt, ist ja jetzt ein paar Tage alt. Ist diese, wie soll ich sagen, die Zeit dieser Spiele, ist die vorbei? Also, weil es ja, du hattest das am Anfang ja auch schon mal gesagt, diese typisch deutsche Handelssimulation oder diese deutschen Handelssimulationen, die es ja früher schon gab in den 80ern mit Kaiser, mit Fugger, mit Ölimperium, alle möglichen Dinge. Und so mit Patrizia 2 und vielleicht noch 2, 3 anderen ist diese Zeit ja so ein bisschen zu Ende gegangen. Denkst du also, dass die Zeit dafür jetzt nicht mehr vorhanden ist oder könntest du dir heute noch vorstellen, dass man beispielsweise nochmal
so ein HD-Remaster oder ein Remake zu Patrizia 2 machen könnte? Also ein Remake könnte man bestimmt machen, schätze ich jetzt mal, alleine jetzt so aus Nostalgiegründen oder so. Und dann man sollte, aber eigentlich wäre es besser, also das Spiel nochmal von der Bedienung her, vom Interface, würde ich dem Spiel schon nochmal dann einen Neustift verpassen. Dann, auch wenn man jetzt sagt, das Spiel ist genau gleich, man lässt alles genau so, wie es ist, aber ich würde dafür sorgen, dass dann die Darstellung und die Bedienung halt irgendwie zu heute halt passt. Das könnte man machen. Damit würde man aber wahrscheinlich keine neuen Kunden rankriegen, weil dafür ist das Spiel dann, sage ich mal, zu komisch. Die Art, das, was man in dem Spiel zu tun hat, das würde heute keiner mehr verstehen. Heute macht man halt andere Sachen oder hat andere Schwerpunkte. Aber ich glaube grundsätzlich, Patrizia ist gar nicht ja so ein kompliziertes Spiel. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man ein Patrizia, so wie es damals war, nochmal so komplett, also sag ich mal, rund erneuert, spielbarer macht, eine gute Einführung macht und dann auch, wie du gesagt hast, mehr Sachen noch verpasst, dass man der Eldermann mehr Möglichkeiten bekommt, vielleicht Familie, vielleicht noch eine KI dazu, so ein Mitbewerber halt noch oder so. Das könnte ich mir eigentlich schon vorstellen. Und dass man dann an der einen oder anderen Stelle dem User zumindest die Möglichkeit gibt, eigene Sachen einzustellen. Dass man dann halt Ja. mit dem Lagerverwalter bestimmte Dinge noch tun kann. Also dass man zwar Sachen, wenn man möchte, automatisieren kann, damit man gut reinkommt ins Spiel, aber dass man dann später auch sagen kann, ich mache das jetzt aber alles selber, weil ich kann das besser oder so. Das könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, dass das immer noch geht. Es gibt ja heutzutage immer noch Spiele, die neu rauskommen und komplizierter sind als Patrizia. Die werden ja auch gekauft. Das denke ich doch auch. Also ich Das ist jetzt bin auch heute noch. Ja. Ja, bitte. Ja, dass es jetzt eine Handelssimulation ist, glaube ich, das macht jetzt, vielleicht ist das ein Problem. Vielleicht ist dieses Prinzip Handel und Transport nicht so beliebt wie andere Themen. Ja, man muss bei so Spielen auf jeden Fall aufpassen, man darf es natürlich nicht zu groß, also wenn man es zu groß halt konzipiert, dann wird es halt zu teuer und dann kriegt man nachher halt das Problem, dass man halt, dann schafft man halt den Break-Even nicht, ne? Das wäre halt, aber man müsste schon ein bisschen aufpassen. Also deshalb ja auch der Vorschlag mit dem Remaster oder mit einem Remake, das vielleicht dann nicht ganz so viel Geld verschlingt. Ja. Mal sehen. Also bleibt noch spannend. Vielleicht hast du da noch mal Lust, ein paar Minuten deines Lebens zu opfern für die Konzeption. Mich würde es freuen. Würdest du selber sagen, also so retrospektiv betrachtet, dass Patrizia 2 eines deiner Lieblingsprojekte war oder ist generell jedes Spiel, das man sein Baby nennt, automatisch auch sein Lieblingsspiel? Also es ist immer so eine Hassliebe. Bei Patrizia war es halt, das war halt sehr aufreibend. Das war ja mein erstes Projekt und wir haben uns natürlich überall verkalkuliert, aber wir mussten natürlich trotzdem fertig werden. Und wir haben halt wie die Bekloppten gearbeitet. Übrigens, das habe ich dann noch einmal gemacht und danach habe ich gesagt, so jetzt reicht's, ab jetzt gibt es nie wieder Überstunden. Und seitdem haben wir nie mehr Überstunden gemacht und haben immer die Sachen abgeliefert nach Plan. Und zwar, weil wir dann angefangen haben, anders zu planen und anders vorzugehen. Dass man sich genauer überlegt, was wollen wir eigentlich alles einbauen und dass man dann nicht jede Idee, die man während der Entwicklung hat, dann auch noch umsetzen will. Weil dadurch bleiben dann nachher wichtige Sachen auf der Strecke, die dann aber auch noch gemacht werden müssen in einer sehr knappen Zeit. Und das war immer ein Riesenproblem. Und wir haben halt unsere ganze Methodik sozusagen, wie wir Spiele entwickeln, haben wir dann halt eben geändert. Auch bei Patrizia war es ja so, mit Patrizia habe ich ja gelernt, Konzepte zu schreiben. Und natürlich hat man dann ja mit der Zeit auch mehr Erfahrung bekommen und so. Von daher, also Patrizia war auf jeden Fall sehr anstrengend. Es war halt toll zu sehen, dass es so ein Riesenerfolg war. Und die Spiele, die danach kamen, waren welche, die haben mehr Spaß gemacht, welche, die haben was weniger Spaß gemacht. Das war immer unterschiedlich. Meine letzte Frage vielleicht, also
Also kannst oder willst du einen Vergleich ziehen zwischen Patrizia 2 und Patrizia 4? Also was hat sich nach deiner Meinung nach verändert? Ich hatte immer das Gefühl, dass sich Patrizia 4 dann nicht mehr so gespielt hat wie Patrizia 2. Damals auch im Patrizia Forum war das dann ja so der Tenor vielleicht so ein bisschen, dass das Patrizia 4 sich einfach nicht mehr so spielt wie Patrizia 2. Ich kann aber irgendwie nicht genau erklären, warum. Also am neuen Setting konnte es ja jetzt nicht liegen, weil du hast es ja auch gerade gesagt, in einigen Bereichen war es ja sogar schon noch umfangreicher als Patrizia 2. Aber weiß nicht, hast du eine Idee, woran das gelegen ist vielleicht? Patrizia 2, Also Patrizia 4? ich könnte mir vorstellen, dass das Wirtschaftssystem, also das Handelssystem, dass das zu gut gebalanced war, dass es zu einfach war, halt das zu durchschauen und Geld damit zu verdienen. Es hatte weniger so Ecken und Kanten und war deshalb einfach, das war einfach zu einfach, das Spiel. Ja, ja. Und es fühlte sich nicht so wie eine Herausforderung an. Und es war auch, sage ich mal, perfekter als Patrizia 2. Es gab nicht so viele Tricks oder Exploits oder so Tipps, die man da machen konnte und so. Und es war relativ, im Prinzip war es, glaube ich, einfach zu leicht. Und das fehlte natürlich dann auch der Nostalgiefaktor. Ich glaube, das spielte auch eine Rolle. Dass man Mhm. das natürlich trotzdem, ich meine, heutzutage sind ja Pixelspiele immer noch total beliebt, ne? Ja, gibt ja auch wieder viele neue eigentlich, ne? Ja, genau, es gibt ja immer wieder neue, weil die halt einfach so, ja, was halt einfach so niedlich ist und so. Ja, Ich überlege jetzt gerade mal, das ist jetzt tatsächlich schon so lange her, dass ja, 2010, ja. genau, es kam 2010 daher und ich weiß gar nicht mehr genau, ob es denn wirklich ob es denn wirklich weniger komplex war. Nee, also meines Erachtens war es eigentlich nicht unbedingt weniger komplex. Also man hat ja auch, also dadurch, dass ihr dann noch die Gravelle als neuen Schiffstypen hattet, mit der dann auch mehr Transport möglich war Mhm. und auch so ein paar andere Aufgaben waren ja dann da mit drin. Und also der Umfang war schon, würde ich sagen, also gleich, vielleicht so ein bisschen mehr als Patrizia 2. Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hat es nicht so eingeschlagen, dass das, also wahrscheinlich auch an dem, was du eben sagtest, ne, dass es vielleicht für die Leute, die das Patrizia 2 gern gespielt haben, für die war es zu leicht, weil man zu leicht vielleicht einfach Ja, Geld ich machen glaube, man konnte. konnte die Handelsrouten auch ziemlich optimieren. Man konnte das Lagerverwalter und Handelsrouten auch irgendwie so Ja, automatisieren, ne? ja, ja, Man hat wirklich weniger machen können. Also wir haben das Interface besser gemacht. Wir haben versucht, das so zu machen, dass man nicht so viel rumklicken muss und so, aber auf diese Weise und halt, dass das Spiel Sachen übernimmt, die der User sonst jedes Mal hätte selber machen müssen. Aber also dieses Automatisieren oder automatisch verwalten. Und das kam halt dann nicht so gut an, weil das machte halt, das fanden die Leute halt lustig bei Patrizia 2, eben alles selbst einstellen zu müssen und keine andere Möglichkeit zu haben. Und jetzt hatte man halt diese Möglichkeit und dann wurde dann hat man halt von alleine Geld verdient und musste sich halt mit den Sachen nicht mehr auseinandersetzen und so. ja. Das halt auf jeden Fall die Freaks halt. Also Ja. dunkel erinnere ich mich jetzt noch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, mein letztes Patrizia 4 ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber dunkel erinnere ich mich noch, dass ihr das damals sogar noch dann später eingebaut hattet, dass man diese automatisierten Sachen auch wieder rausnehmen konnte. Mhm. Also dass man wirklich dann wieder manuell Dinge einstellen musste. Ich bin mir Ja, aber man nicht, konnte, glaube ich, den Händlern so oder den Verwaltern, man konnte denen so Meta-Aufgaben irgendwie geben und nachher und ja, und Sachen und Exploits, die es in Patrizia 2 gab, haben wir halt weggemacht. ja, das stimmt. Und dann kam das natürlich alles nicht so gut an. Aber Da gab es so ein paar Sachen, ja. ja, es war dann halt 10 Jahre später, ne?
Ja, ja. Ungefähr 10 Jahre später raus. Und da war halt, ja, es spielte sich dann halt eben anders. Es fühlte sich anders an durch die vielen Automatismen, die es halt gab. Und das, glaube ich, war dann halt nicht das, was die Leute dann wollten. Und das Spiel in Patrizia zu machen für das Publikum 10 Jahre später, ne, mit ganz Ja. anderen, die ganz andere Spiele halt spielen, wo es andere Einführungen gab ins Spiel, wo die Spielführung anders war, wo man halt nicht einfach wie verrückt immer überall rumklicken musste und so, ne? Also wir wollten es halt einfacher zu bedienen machen. Ja, ja. Und eigentlich war das schon so eine Art HD-Remaster, aber wir haben, wie gesagt, ich glaube, es war im Interface halt zu leichter nachher gemacht. Ja, vielleicht, ja. War dann doch schon war dann einfach ein bisschen zu einfach. Aber es war halt immer dieser Spagat, ne, zwischen denen, die eine tiefgründige Wirtschaftssimulation halt wollen und die anderen, die es eher atmosphärisch wollen und gut reinkommen möchten ins Spiel. Das war schon immer ein Spagat. Also das Einzige, was man so ein bisschen vielleicht damals bei Patrizia 4 nicht ganz verstanden hat, das war halt die Sache mit dem Multiplayer, dass ihr halt damals nur diesen Koop-Modus gemacht hattet und nicht halt einen normalen Hot-Seat-Modus oder wie man es auch immer das nennt, normalen Multiplayer. Ich glaube, das war nicht so ganz so gut angekommen. Da hätten vielleicht dann mehr Leute noch den normalen Multiplayer haben wollen, aber ja, das stimmt. Das Problem ist da halt immer. Also ich glaube, bei Railway Empire 2 oder so war das ja auch so ein Thema. Also zumindest hatte ich das so ein bisschen mitdiskutiert mal im Calypso-Forum. Ja, man muss es halt sich so vorstellen. Wenn du ein Multiplayer-Spiel hast, also erstens mal, die meisten, die so ein Spiel spielen das ja nicht im Multiplayer. Sagen wir mal, es sind ein paar Prozent, die würden es auch im Multiplayer spielen. Jetzt dauert so eine Patrizia-Runde ja locker mal 30 Stunden. Ja. Und wenn ich jetzt anfange zu spielen, dann weiß ich nach 3 Stunden schon, wer gewinnt. Und dann will der andere nicht 27 Stunden weiterspielen. Mhm. Wir werden aus den 3% Spielern nur 1 oder 0,5%. Selbst wenn man mit seinem Freund spielt oder mit seiner Freundin, hat man einfach keine Lust, 25 Stunden lang zuzusehen, wie man halt fertig gemacht wird. Und dann hören die Leute halt auf zu spielen. Und das ist bei anderen Spielen auch so, aber bei anderen Spielen ist das eben egal. Man kann dann einfach rein und raus, wie man möchte. Ne, wenn ich jetzt mit 64 oder 32 Leuten halt online irgendwie zocke. Oder wenn ich kooperativ spiele, spielt das halt auch keine Rolle. Ja. Aber es ist einfach eine total seltene Sache, dass jemand sagt, ich spiele so ein Spiel gerne und ich möchte das mit meinem Kumpel 30 Stunden lang spielen. Und danach wieder eine Runde. Das gibt es ja bei Civilization auch noch, ne? Dass es so Leute halt gibt, die spielen das immer noch. Ja, klar. Aber das ist halt einfach sauteuer zu entwickeln und einzubauen. Und das lohnt sich halt einfach nicht, weil es nachher halt keiner macht. Oder andersherum gesagt, wenn ich jetzt 300.000 Euro hätte und ich soll einen Multiplayer-Modus machen, aber ich könnte die 300.000 auch da in den Singleplayer-Modus reinstecken und dann profitieren halt alle Spieler, dann ist das ist halt immer nur so eine wirtschaftliche Überlegung halt. Ne? Ja, Wenn klar. natürlich das Spiel irgendwann so riesengroß ist und wenn über diesen Multiplayer-Part, über die Community dann ganz viel Werbung gemacht wird, weil diese Klientel ja auch dann vielleicht aktiver ist in Foren oder so, dann ist das ja wieder eine andere Frage. Aber wir haben das Spiel ja erstmal so rausgebracht. Und wäre das dann irgendwie riesengroß geworden oder sowas, dann hätten wir bestimmt auch noch im Multiplayer-Modus nachgeliefert. Mhm. So haben wir halt gedacht, wenn wir jetzt zu zweit in einem Spiel spielen, dann kann man ja, oder auch mit mehreren Leuten, dann kann man ja trotzdem zusammen halt Spaß haben an dem Spiel. Und weil die Spielwelt ja groß genug ist und komplex genug, dass man dann halt dass dann trotzdem alle noch interessante Sachen machen können und trotzdem hat man halt zusammen Spaß. Aber man kämpft halt nicht gegeneinander. Mhm. Das ist auch nicht so. Es gibt ja unglaublich viele Spiele, wo man kooperativ zusammenspielt. Aber das. Ja, sicher, ja. Na gut, dem würde ich noch entgegenhalten. In Patrizia 2 gab es den Multiplayer, den Hot Seat. Und ich spiele es ja, wie gesagt, aktuell gerade mit einem Freund von mir im Multiplayer und es macht halt schon Spaß. Oder es macht halt schon in meinen Augen zumindest mehr Spaß als in einem Koop-Modus. Aber gut. Auf jeden Fall, wenn du so ein Spiel spielst, wenn du einen geeigneten Mitspieler hast, glaube ich auch, dass das total super ist.
Aber der Multiplayer-Modus in Patricia 2 hat uns unglaublich viel Zeit gekostet. Der Okay. war auch der Grund dafür, dass das Spiel am Anfang auch so verbuggt war. Denn so ein Multiplayer-Modus ist schwierig einzubauen. Denn wenn wir beide über 500 Schiffe verfügen und das Ganze muss übers Internet verschickt werden, die ganzen Daten, und auch Ja. nur eine winzige Kleinigkeit dann falsch läuft, das war ja am Anfang mal das Problem. Ne? Wir hatten Rundungsfehler und dann wurde das falsch kalkuliert. Wir mussten aber das damals so machen. Gut, die Datenübertragungsrate war damals nicht so toll. Heute ist Ja, es stimmt. tatsächlich schon viel einfacher als damals, das muss man schon sagen. Damals war das so, wir mussten halt gucken, dass was mit einem 64-Kilobit-Modem halt noch lief. Ne? Und Mhm. das hieß, man hat immer nur dem hin und her geschickt, was ein Spieler macht. Und dadurch konnte die Welten aber auseinanderlaufen. Die Welten wurde auf jedem Rechner dann selbst berechnet. Und wenn dann ein Rundungsfehler was drin war, dann hatte ich eine ganz andere Welt als der andere auf seinem Rechner. Ja. Und das hat Ja, das stimmt, ja. Ich weiß nicht, ist das komplett weg oder haben wir das komplett weggepatcht? Oder Also kann das noch passieren? diesen normalen Multiplayer, das funktioniert ja irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht genau, früher hatten wir das gespielt und hatten das über quasi wie sich das genannt hatte. Also es gab hier einen Unterschied zwischen diesem Hot Seat, den wir heute spielen, das wäre ja quasi, wenn wir gemeinsam an einem Rechner sitzen, und diesem Multiplayer, den man ja, wie du sagtest, halt über LAN irgendwie, also über Internet dann die Daten verschickt. Und der Letztere, das funktionierte ab einem gewissen Zeitpunkt, funktionierte das irgendwie nicht mehr, weiß nicht warum, ob da irgendwelche Protokolle nicht mehr funktioniert haben oder warum auch immer. Und da gab es schon immer diese Zeitverzögerungen teilweise, also gerade in Schlachten oder so, da war ja für den Mitspieler quasi, Pause, der konnte ja in der Zeit nichts machen, wenn der andere eine Schlacht hatte. Ja. Und das lief dann schon so ein bisschen auseinander, da gebe ich dir recht. Also ob das komplett gepatcht wurde, das weiß ich auch nicht mehr. Das war halt das Problem. Das war jetzt irgendwie nicht so, dass das jetzt toll lief und so. Klar, es gab den Hot Seat, aber das ist natürlich noch mal extremer. Das macht ja heute auch keiner mehr. Ja gut, wir spielen es aktuell im Hot Seat, aber dann halt über Parsec im Internet und das funktioniert eigentlich ganz gut und macht auch Spaß, wie gesagt, aber klar, glaube ich auch. Ist halt einfach sehr speziell und man muss sich dann einfach immer nur überlegen, lohnt es sich, das Geld da reinzustecken oder stecken wir es lieber halt in den Singleplayer-Modus. Das war jedes Mal bei allen den Spielen, die wir gemacht haben, immer die Überlegung. Und das war dann im Prinzip dann die Entscheidung auch des Publishers, ob er dann wofür er das Geld halt ausgeben wollte. Ne? Ja, klar. Und manchmal haben wir dann den Multiplayer-Modus ja auch noch nachgeliefert und so. Ja. Und dann, Ja. Nee, gut. Ist bei so Spielen halt immer so eine Sache, ja. Es ist halt leider nie so eindeutig. Ja, es ist, wie es ist. Ja, wir werden mal abwarten und gucken, was passiert. Ja. Ja, gut, dann danke ich dir für die Zeit. Ja, bitte sehr. Und einen schönen Abend, gell? Und dann bis bald mal wieder. Ciao, bis dann. Ja, ciao, ciao.